Und das ist der billigste 3 Zoll Quad, der Darwin FPV Ape Pro mit der besseren ANT-Kamera. Es gibt noch die günstigere Variante mit der einfachen CMOS-Kamera. Diese hat aber eine Sichtweite von ca. 80 Grad und ist etwas zu locker montiert, mit Hilfe von Plastikmuttern. Daher empfehle ich lieber 10 Euro mehr zu investieren und die Pro-Version mit der KDX ANT-Kamera zu nehmen, die ein deutlich weiteres Sichtfeld von über 120 Grad hat und ein schärferes, detailliertes Bild liefert. Außerdem ist bei der ANT-Kamera ein größerer Neigungswinkel möglich. Das Frame ist aus Carbon, aber mit sehr dünnen Armen, die sich leicht biegen lassen. Außerdem ist das Loch für die Schraube mitten im Arm. So kann der Arm noch leichter brechen. Alle Schrauben sind mit einem Kreuzschlitz, was unüblich bei so einem Carbon-Frame ist. Wichtig ist, dass man die Schrauben festzieht, da der Arm zu locker in der Fabrik montiert wurde. Hier stellt man aber fest, dass die Muttern leider keine Sicherungsmuttern mit Kunststoffring sind. Und so dreht sich die Mutter beim Festziehen durch. Ansonsten besteht die Gefahr, dass man beim Fliegen die Schrauben verliert. Immerhin, nach dem Festziehen sind die Arme fest und wackeln nicht mehr. Sollte man eine Schraube verlieren, liegen genug Schrauben dabei. Die 1104 Motoren sind eine alte Generation von Emax, die 2017 für Babyhaft WUP produziert wurden. Hier ist die Wicklung immerhin für 2 bis 3S vorgesehen, mit einer Drehzahl von 4500 kV. Die 9 mm versetzte Bohrung sind aber für heutige Propeller nicht geeignet, da alle Propeller eine Bohrung mit einem Abstand von 5 mm haben. Somit werden die Propeller nur gesteckt. Aber zum Glück sitzen die Propeller richtig fest drin und so sind hier keine Schrauben erforderlich. Die Stand-offs, also die Abstandshalter zwischen der oberen und der unteren Carbonplatte, sind aus Plastik. Also nicht wie typischerweise aus hartem Aluminium, sondern aus weichem Plastik. Hier sollte man unbedingt vorsichtig sein, wenn man die Metallschrauben reindreht, sodass man nicht das Gewinde überdreht, weil dann halten die Schrauben nicht mehr. Der Videosender kann 25 bis 200 mW, aber bei 25 mW ist er nicht zu gebrauchen, weil die Sendeleistung super schwach ist, vermutlich so um 1 mW. Erst wenn ich 200 mW einstelle, bekomme ich ein sauberes Bild. Dafür hat das F4-Board 12 Ampere ESCs, die man als bidirektional D-Shot mit RPM-Filterung nutzen kann. Und so habe ich hier den Happy Model EP1 Express LRS Empfänger an UART 1 eingebaut. Funktioniert gut, aber nur ohne Telemetrie. Sobald ich Telemetrie einschalte, schaltet sich der Videosender zurück auf die Standardeinstellung mit der B1-Frequenz. Keine Ahnung, warum das so ist. Dafür ist der Darwin FPV Quad schön leicht mit 73 Gramm. Eine Flugzeit von 6 Minuten erreicht man mit einem 450 mAh 3S Akku und das bei nur 150 Gramm Gesamtgewicht. Man kann den 3 Zoll Quad auch mit 2S Akku fliegen, aber besser fliegt man mit einem 3S Akku. Bei dem 3S Akku sollte man unbedingt die roten Akkustraps verwenden, damit der Akku richtig fest sitzt und beim Sturz nicht wegfliegt. Zum Fliegen nutze ich die Ishin TX16S Funke. Hinten steckt ein Beta FPV Micro-TX Modul. Schön finde ich die 4 hellen LEDs auf den Armen. Diese werden beim Gas geben heller. Der USB-Anschluss befindet sich unten. Installiert ist Betaflight 425 mit den Original Betaflight PID-Einstellungen. Ich habe hier nur meine Rates eingestellt und das bidirektional D-Shot aktiviert. Natürlich zuvor die Bluejay ESCs Firmware aufgespielt. Über die Webseite ESCs-Konfigurator.com. Die Online-App ist klasse und funktioniert einwandfrei. Eigentlich nutze ich bei all meinen Bell Heli S ESCs nur noch diese Bluejay Firmware 0.16. Hier bei dem kleinen 3 Zoll Quad verwende ich 48 kHz Firmware. Trotz dem dünnen Frame und der Standardeinstellungen und der Betaflight fliegt aber der Darwin FPV Pro richtig gut. Also wenn man nicht direkt einen Arm bricht, so hat man viel Spaß beim Fliegen.
Also kann ich euch den Darwin FPV Pro mit der KDX Ant-Kamera empfehlen, wenn ihr für wenig Geld einen 3 Zoll Freestyle Quad sucht. Viel Spaß beim Fliegen!